der Empireliner von Morelo. Wir sind bei Klaus Hühnerkopf und ja, dieser fabrikneue Empireliner, der bekommt diese Plattform hier. Hier kann ich nämlich ganz bequem ein Fahrzeug einziehen und wir sind im Knüllgebirge bei Klaus Hühnerkopf. Ich grüße dich, Klaus. Grüß dich. Ja, man sieht es hinter dir, da ist so ein Beispiel für einen Einzug. Das heißt, man stellt sein Auto drauf und der Schlitten fährt rein. Genau, festes Auto drauf. Hier ist es halt so, das ist normal eine Bühne für einen Mini Cooper. Und da ist aber ein Smart drauf und deswegen habe ich hinten noch ein bisschen Platz. Da ist die Garage was größer. Und dann kann ich noch eine Halterung für einen Fahrraddreher drauf machen. So, die Frage, die ja direkt kommt, ist, die Halterung, die kann ich einfach abschrauben, nehme ich an. Ja, es sind 4 Schrauben. Das ist ein Muttern drin. Und dann kannst du die losschrauben, kannst die Halterung wegnehmen, kannst den Smart drauf fahren. Hat halt den Vorteil, du brauchst nicht jedes Mal das Auto rausfahren, wenn du an die Fahrräder willst. Ne? Oder wenn du die serienmäßig Morelos zum Beispiel, die haben einen Fahrradlift drin. Ich meine, die Plattform ist hier schon 6, 7 Jahre ist die schon alt, ne? Ist schon älter. Ja, ich habe dich von Anfang an gefragt, wo ist denn jetzt der Unterschied, macht Morelo das nicht? Da hast du gesagt, nein, die machen keinen Schlitten. Das heißt, die machen Rampen, da kannst du rauffahren? Genau, die machen Rampen, wo du drauf fahren kannst und kannst da mit der Seilwinde reinziehen. Und hier ist es halt anders da. Hier wird es automatisch, fährst das Auto drauf und dann wird es mit elektrisch reingezogen. Kann ich dir aber bei dem Fahrzeug gerade nicht vorführen, weil das läuft über im Motor 220 Volt. Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Aber nee, die kriegt gerade eine neue Mastervolt-Anlage rein. Also da drückst du normal hier drauf. Fernbedienung. Ich muss mal gucken vielleicht, aber nee, es ist Strom. Ist drauf? Wollen wir mal gucken. Oh, sie fährt rein. Siehst du, geht noch. Nee, ich dachte, weil der Fabian macht 3 neue Lithium hier rein, Mastervolt. Und Hier gehen wir gerade ein Stück zurück, da sieht man es besser. Das heißt, das Auto wäre jetzt drauf, auch die, ich sag mal, eine Tonne Last ist überhaupt kein Thema. ja, also bis 1,8, 1,9 Tonnen. Diese Bühne ist bis 1,3. Smart-Bühne bis 1 Tonne. Und dann, wenn du Porsche hast oder wir haben auch schon für Audi gemacht und andere Fabrikate, ich glaube McLaren sogar schon, die läuft bis 1,8, die ist aber ein bisschen anders angetrieben, die ist elektrisch und die schwere bis 1,8 Tonnen, die wird hydraulisch reingefahren mit einem hydraulischen Motor. Ne? Jetzt mal eine Frage, die Herausforderung ist ja wahrscheinlich, allein das hier an der Seitenwand anzubringen, damit die Halterung und so weiter das aushalten. Wie ist das gemacht? Du siehst ja außen nichts. Das ist ja nicht durchgebohrt mit einer Platte von außen. Das ist auch mit Einheitmuttern, das ist ein bisschen anders gemacht. Ist aber jedes Fahrzeug ist ja von der Konstruktion her anders. Wenn wir uns gleich mal bei Morelo angucken, dann siehst du, dass das in der Mitte platziert ist, die Plattform. Hier hast du halt den Vorteil, hier haben wir sie ganz nach rechts platziert und links hast du noch 40 cm Platz, wo du auch vielleicht einen Fahrradhalter reinmachen könntest. Das ist aber von der Konstruktion her, vom Auto her anders da. Bei den meisten Morelo-Fahrzeugen oder bei Concorde und wie sie alle sind, da hast du, das Heck ist 15 cm hinten rumgezogen und das fehlt dir dann halt rechts und links und so setzt du dann halt die Plattform mittig. Aber das können wir uns ruhig mal angucken. Klaus, wenn du mal 1, 2 Takte zu deiner Firma nochmal sagst, ihr macht Spezialumbauten, Ausbauten, stellt auch Reisemobile her, seid eine Manufaktur. Ja, wir sind halt ein Betrieb für Reisemobile, machen Innenausbau und Technik und machen Sonderlösungen, also Sonderanfertigungen für Reisemobile, bauen aber auch Fahrzeuge aus im Kastenwagenbereich, also hochwertige Sonderlösungen, aber das können wir uns nachher nochmal angucken. So, jetzt gerade eben, du hast das Ding hier reingefahren, das habt ihr hier in der Werkstatt hergestellt? Ja, also das ist so, wir machen die Grundkonstruktion, die ganzen Kantungen, die Sachen schneiden wir alles zu. Das Ganze tue ich einmal anpunkten, alles fertig machen und das lasse ich dann bei einem extra Betrieb, der für zertifiziert ist, für Karosserie, alles Alu komplett durchschweißen. Siehst die ganzen Nähte sauber verschweißen. Also wir machen immer nur Punktschweißen erstmal, damit das im Endeffekt komplett sauber durchgeschweißt ist, weil Aluminium ist auch gar nicht so einfach zu schweißen. Wenn du mal gerade so lieb bist und das mal hochhebst hier. Was ich machen? Nee, hier die Pappe, ja. Das würde mir schon genügen. Ich liebe Schweißnähte und wenn ich sowas sehe, ja, das ist schon gut gemacht, oder? Ist komplett durchgeschweißt. Ne? Wir setzen das im Endeffekt alles so nur zusammen, wie ich gesagt habe. Und echt schön, oder? Ja, ist schön. So, das heißt, also das wird jetzt gemacht, das ist jetzt eine Einzelanfertigung? Ne, ja, eine Einzel. Wir haben gerade 2 Autos hier stehen, 2 Morelo, bekommen beide Plattformen rein für Smart, können wir uns mal angucken. So, und hier vorne sieht man es, also hier kommt die dann rein, quasi. Ja.
hier ist vorbereitet. Also hier drüben sieht man es weiter. Augenblick, ich komme mal kurz zu dir, Klaus. Das ist der zweite, auch ein Mercedes-Benz? Also der ist 1:1 fast das gleiche Fahrzeug. Das ist ein Pedals-Liner, das ist ein Empire-Liner, ist aber von der Konstruktion her ähnlich. Hier sieht man das, also hier haben wir die Bühne in die Mitte gepackt, also weil du rechts und links vom Platz her, weißt du, hier ist etwas stärker die Seitenwand durch den Antrieb, als das bei dem ersten Fahrzeug war, was ich dir gezeigt habe. Hier kommt die Bühne rein. Als Plattform, die da vorne liegt, die du gesehen hast, da ist die Befestigung schon für Motor. Das ist der Motorantrieb und hier kommt die Welle rein und im Endeffekt, wo die Bühne drauf läuft, weil die Bühne, siehst du, die tut sich hier rechts und links dann immer anpassen. Das heißt, wenn die Bühne rausfährt und der Boden ist uneben oder geht mal hoch, mal runter, kann sich dementsprechend die Bühne immer in die Höhe anpassen. Dafür ist das gemacht. Ne? Das ist jetzt schon im Endeffekt fast vorbereitet zum Einbau von der Bühne. Wie gesagt, da kommt noch der Motor, die Antriebe jetzt rein und dann kann die Bühne, die da vorne liegt, wird dann hier reingefahren. Und der Platz hier unten drunter könnte man noch nutzen für Zusatzbatterien oder irgendwas anderes? Genau, kannst du unten drunter Batterien legen. Wir haben auch schon bei einem mal eine Mulde gemacht, wo das Ersatzrad unten drin war. Also das sind ja alle Möglichkeiten. Aufwand hier, was ist hier zu tun? Das heißt, ihr schneidet erstmal hier was raus, oder? Wir fräsen raus. Also wir gehen nicht bis runter, also wir fräsen von der Oberfläche raus und bauen das dementsprechend um. Und das hat ja auch was hier zu tun. Siehst du, wir machen hier unten dann einen neuen Boden unten rein, ne, damit der von unten auch dicht ist. Aber wir gehen aber nicht komplett runter. Ne? Also das ist unten alles original, damit unten auch wieder Feuchtigkeit und alles, damit da keine... Also normalerweise wären jetzt hier im Prinzip die Auffahrtrampen, die auch hier drin waren, die waren vorher montiert, nehme ich an? Nee, bei dem Fahrzeug waren sie montiert. Bei dem Nachbarfahrzeug sind sie lose dabei. Waren sie. Aufwand, was ist das für ein Aufwand, der Einbau? Eine Woche? Ja, nee, eine Woche nicht. Also du musst rechnen, bis alles fix und fertig ist, hast du hier dran 3 Wochen zu tun. 3 Wochen? Ja, du musst hier, das sind alles Passarbeiten. Also normal geht diese Wanne sauber gerade durch. Das schneiden wir alles aus, machen das im Endeffekt passend. Hier schneiden wir ein und setzen das runter. Also das ist schon ein bisschen Arbeit. Warte, ich zeige das mal gerade. Das ist auch hier, es soll ja so aussehen, als wäre es auf Werk so gewesen, ne? So soll es sein, ja. Also das sind Sachen, da siehst du schon, wo die Silikonnähte sind und das sind alles sauber ausgeschnitten und ist dann im Endeffekt runtergesetzt, damit du mit dem Reifen, mit der Wanne vernünftig hochkommst. Ne? Und hinten die Edelstahlverkleidungen und so, die haben wir alle angefertigt. Die machen wir bei uns in der Schlosserei und haben die dann eingebaut. Das sieht man hier drüben bei dem Fahrzeug. Da ist es gerade. Warte mal, Klaus. Gerade eingeklebt. Kann man zeigen. Ah, okay. Ja, hier ist es jetzt erstmal rausgeschnitten. Da sind die Verkleidungen gemacht. Da ist es noch nicht ganz fertig. Das sind wir gerade am Einpassen. So, und hier auf der rechten Seite ist es da. Das ist noch nicht alles fertig. Und ja, ist hier genauso. Also die Wanne ist schon festgeschraubt, aber das ist auch noch nicht von der Verkleidung her. Das ist alles noch nicht fix und fertig. Okay, das heißt aber auch, dass das Fahrzeug während der Bauzeit hier drin komplett verbleibt oder wird es schon mal rausgefahren? Nee, bleibt die ganze Zeit hier. Das ist so. Also im Endeffekt, der hat jetzt angefangen, das ist eine Arbeit, sagen wir mal, von 4 Tagen. Ne, 4 Tage muss der Ausschnitt und das alles gemacht werden. Die Platten und das alles, das wird schon alles vorher vorgefertigt. So, und jetzt der wesentliche Vorteil nochmal von der Plattform. Also klar, ich meine, 3 Wochen Arbeit heißt ja auch, das kostet ein bisschen was, oder? Ja, also das ist klar. Also Geschenksriss ist nicht. Nee, klar, aber der Vorteil ist, ich kann es jetzt draußen drauf fahren. Genau. Vorher war es so, ich musste es dann reinfahren, da hatten viele auch keine Lust zu oder auch Angst. Du musst es reinfahren und dann musst du von der Seite aufmachen, musst es festzurren und so und das ist halt bequemer. Du fährst sauber hier drauf, kannst ganz normal aussteigen. Dieses ein, ja. Genau, aussteigen, kannst alles schön festmachen und kannst komplett bequem reinfahren. Ne? Es geht ja auch darum, dass die Leute, die wollen es so einfach haben, dass man es auch gerne macht. Also wenn du nämlich dein Auto jedes Mal aufwendig rein und rausfahren musst, dann hast du irgendwann keine Lust mehr, überhaupt noch eben mal rauszufahren. Das ist Bequemlichkeit. Also es ist viel einfacher, das ist halt so. Ne? Aber viele Sachen, die man extra baut und so, das hat damit zu tun, weil es einfach einfacher ist von der Sache her. Okay, verstanden. So, das heißt, wenn das jetzt hier ankommt, der Aufwand hier vorne bedeutet auch, ihr musstet das Ganze ja einmal entwickeln. So oder so ähnlich baut ihr das dann aber durch. Sachen, die ihr einmal entwickelt habt, auch vor 10, 15 Jahren, die funktionieren bis heute.
Ja, 10, 15 Jahren. Ich meine, wie gesagt, die Plattform, glaube ich, in der Konstruktion haben wir vor 8 Jahren schon die ersten gebaut. Okay, werden immer ein bisschen weiter modifiziert, weiterentwickelt. Früher haben wir noch zur Befestigung haben wir noch Ich zeig mal gerade, Ösen. Ja, haben wir drüben bei der alten haben wir noch Ösen draufgeschraubt. Heute kommt da eine Airline-Schiene drauf, damit du das flexibler bist und verstellen kannst. Die ist noch nicht drauf. Da sind die Ösen, gell? Das noch. Ne, das ist eine ältere Plattform, das ist noch mit Ösen gemacht. Heute setzen wir hier Airline-Schienen hin und dann kannst du rasterstufenmäßig das einstellen. Was ist das für ein Fahrzeug hier? Das ist Vario? Nee, den Aufbau, den hat die Firma Hartmann Alsfeld gemacht und wir haben den Innenausbau gemacht. Toll. Also ich bin. Wie gesagt, das Auto ist 6 oder 7 Jahre schon alt. Ist das schön, die Fahrzeuge hier zu sehen und diesen tagtäglichen Betrieb und das sieht aus wie neu? Ja, ich meine, das ist von der Qualität her ist das qualitativ schon gut gemacht. Ne? Okay. Ja, der hat auch einen Slideout hier drin, aber der ist jetzt noch eingefahren. Der hat einen Slideout? Ja. Oh krass. Der ist jetzt eingefahren halt. Ne? Okay, verstanden. Das heißt, es ist auch ein großes Auto, oder? Ja, ich glaube 10,50 Meter. 10,50 Meter und 4 Meter hoch. Und hier wird jetzt gerade Lithium eingebaut? Genau, der bekommt jetzt oben 3 Mastervolt. Hier steht eine Lithium. Also ist 24 Volt, 200 Ampere-Stunden, bekommt er 3 Stück rein, dann kriegt er die 3 Stück, ja. Dann kriegt er die Starterbatterien, bauen wir jetzt hier unten links rein und dann, hier ist die erste schon drin, kommen 3 Stück oben hin. Also der hatte normal vorher Gelbatterien drin. Ja, muss sagen, Mastervolt aus dem Schiffsbau, aus dem Militär, aus dem professionellen Einsatz. Genau, das ist also schon qualitativ. Funktioniert. Funktioniert, das ist mal so. Kann und will aber nicht jeder machen, gell, Mastervolt? Wie kann und will nicht jeder machen? Ja, es ist so, Schulungen, Software. Klar, ist ein bisschen, du musst ein Fachwissen haben. Also du kannst nicht mal eben das reinschrauben, du musst schon ein Fachwissen haben. Aber wenn das drin ist, dann ist das top, weil du kannst es auch von unterwegs betreuen und abrufen. Also das ist schon qualitativ. Ich habe ja eine Mastervolt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so in andere Reisemobile komme, so gerade so günstigere 60, 70.000, die haben noch nicht mal einen Wechselrichter drin. So, und dann stehe ich da, komme da rein, koche meinen Kaffee, Strom praktisch wie zu Hause, oder? Ja, klar, bei einer Lithiumbatterie und so ist das kein Problem. Geht mit einer Gelbatterie auch, aber ich habe halt bei einer Lithiumbatterie längere Kapazität. Ne? Ja, sehr schön. Ja, ich zeige es nochmal komplett. Der kam quasi, oder der kam so aus dem Werk, der ist neu. So, und der Kunde hat sich direkt dafür entschieden, hat gesagt, wenn der kommt, ihr braucht mir da gar nicht erst die Schienen einzubauen, oder waren die drin hier? Nee, die waren lose. Die waren lose. Die liegen noch an der Seite, die sind lose mitgeliefert worden. Also das ist vorher besprochen worden, dass die lose mit dabei sind. Der hat gesagt, ich will so einen Einzug haben, dann kriegt er einen Polier. Beim Händler schon bestellt und der Auftrag hier läuft auch über den Händler. Okay, das heißt, der kam auch, den hat der Kunde noch gar nicht gesehen, oder? In der Form? Nee, der ist jetzt zufällig auch heute das erste Mal da. Der ist auch gerade da, der Kunde, gell? Ja. Er kam gerade eben vorbei, er war ganz glücklich. Wir haben den geholt vor 14 Tagen im Werk. Okay. Und jetzt guckt sich der Kunde schon mal an. Der will innen drin auch noch Sofa, glaube ich, und ein paar Sachen umgebaut haben oder anders haben. Aber das ist halt unsere Spezialität. Ne? Ja, Klaus Hühnerkopf, wir sind im Knüllgebirge. Wo sind wir ganz genau? Wie heißt der Ort? Neukirchen. Neukirchen. Du hast einen ziemlich berühmten Stellplatz. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Der ist, glaube ich, zum 5. Mal bester Stellplatz Deutschlands geworden in der Kategorie. Ja, 5 Jahre 5 Jahre Leserwahl bei Promobil bester Stellplatz. Und der Name von dem Platz? Reisemobilpark Oberachtal. Und dieses Jahr sind wir dann auch vom DCC als Europas bester Stellplatz gekürt worden. Ja, im Moment ist ja zu, gell? Ja, Moment ist zu, ist halt nichts. Ne? Ja, Klaus Hühnerkopf, vielen Dank. Also wenn Sie mal Lust haben, sich einen kleinen Schlitten in Ihren Morelo oder in Concorde oder egal wo. Ja, einen Schlitten in eine Plattform. Eine Plattform einbauen zu lassen. Fahrzeugplattform mit Einzug. Ne? Und wie gesagt, gibt es von 1000 Kilo für Smart, 1300 und 1800 Kilo. So, du hast ja auch eigene Ingenieure, die das Ganze planen. Teilweise ist das ja auch praktisch Musterbau. Es gab es noch nie. Wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt sehe ich das Ganze hier, habe hohes Interesse, weil ich kenne das, jedes Mal rausfahren, da habe ich vielleicht keine Lust mehr reinzufahren. Ich kann hier anrufen, einfach mal sagen, ich habe das und das Auto oder ich schreibe mir eine E-Mail. Wie läuft das? Ja, anrufen oder E-Mail schreiben.
An wen wende ich mich denn da? Was sage ich denn dann? Ich will eine Plattform haben? Ja, und für egal welchen Fahrzeugtyp, ob das Morelo ist, Concorde oder Phoenix, das ist egal. Okay. Also mache ich auch ein Vario rein oder das vom Fahrzeugmarke her ist egal. Und klar, wir bauen die meisten Plattformen bei Morelo jetzt momentan, aber auch bei Concorde. Aber das ist uns, der Hersteller ist eigentlich egal. Da, wo es technisch machbar ist, können wir es einbauen. Gab es da irgendwie mal Stress, dass der Motor dann gestreikt hat oder blockiert? Hast du es jemals gehört davon? Normal hast du keine Probleme. Ne? Ja. Ich meine, Technik kann immer mal versagen, das ist halt mal so. Also aber auch die Motoren, das ist alles Industriequalität? Das ist Industrie, ja. Und läuft auf 230 Volt, also das funktioniert schon gut. Super, ja, vielen Dank, Klaus Hühnerkopf. Bis denne. Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss.